Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum nächsten Adventskalender-Unboxing und zwar des Beauty-Adventskalenders von Douglas. Natürlich habe ich auch den Spa-Adventskalender gekauft, deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Ich will auch noch den Luxus-Adventskalender kaufen. Das haben sich doch einige gewünscht und ich bin selber so gespannt, weil der ist meistens nicht schlecht. Und ich hoffe, dass er besser ist wie der Beauty-Adventskalender. Da gab es überwiegend Zustimmung mit dem, was ich gesagt habe, aber trotzdem sagen einige, die haben den noch nie gekauft und deswegen finden sie es nicht schlecht. Also falls euch interessiert, was da drin ist auf jeden Fall oben verlinkt. Der kam gestern online. Aber jetzt kommen wir zu dem Kalender. Gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen, weil ich sehr, sehr schnell weg musste. Deswegen zeige ich es euch heute noch mit dazu, was ich für Pröbchen mit dazu bekommen habe. Und ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich habe Frierproben ausgesucht. Aber hier sind jetzt tatsächlich bloß 3 Proben drin gewesen und zwar von Davidoff. Einmal das Cool Water. Das mag ich recht gerne, beziehungsweise mag meine Mama recht gerne. Wahrscheinlich werde ich es weitergeben. Dann von IT Cosmetics einmal die CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream als Pröbchen und einmal, das finde ich mega cool, sieht lustig aus, von L'Oreal Absolute Repair Molecular Oil B-Phase. Ja, genau, das durfte einmal sozusagen als Pröbchen mit den Adventskalendern. Und dann würde ich sagen, gucken wir hier gleich rein, was wir hier so drin haben. So, und so sieht das Ganze von innen aus. Also ich muss schon sagen, ist wieder schön gestaltet. Auch die letztes Jahr haben mir mega gut gefallen. Ist mega schön. Ich gucke mal, wenn ich ein bisschen zurückstelle, seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Mehr geht es leider nicht. Ich habe leider auch nichts. Doch, wartet mal. Ich habe hier noch ein Papier. Dann seht ihr ein bisschen besser. Ist zwar jetzt nicht das Schönste hier, aber damit können wir jetzt leben. So sieht das Ganze aus. Wir haben goldene Zahlen hier drauf. Ich finde den fast noch ein bisschen schöner als letztes Jahr. Ich muss mal gucken, ob ich den vom letzten Jahr sehe, aber tatsächlich nicht. Der ist irgendwo weiter hinten versteckt. Aber der ist richtig, richtig schön. Und letztes Jahr waren die auch nicht so schlecht. Deswegen bin ich gespannt, wie sie dieses Jahr sind. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Die Nummer 1, die ist hier, glaube ich. Ja, dürfte die 1 sein. Die Türchen sind auf jeden Fall auch interessant gestaltet. Also das ist irgendwie zweigeteilt hier. Keine Ahnung, wie das zu öffnen ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass das so, wie ich es mache, richtig ist. Ja, ist ein bisschen blöd aufzureißen. Also das hätten sie ein bisschen anders gestalten können. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Das erste, was wir hier drin haben. Ja, und jetzt bekomme ich das auch nicht raus. Das ist gleich Aggressionen beim ersten Türchen. Wir haben hier einmal den Liquid Brush in Rosy Coral. Der sieht richtig, richtig schön aus. Ist für mich aber eher, finde ich, eine Sommerfarbe. Sieht für mich sehr sommermäßig aus, aber trotzdem richtig, richtig schön. Kann ich mir auch gut bei mir, vor allem bei meiner heller Haut vorstellen und vor allem für den Frühling jetzt. Sehr, sehr schön, da freue ich mich. Blush ist immer gut. Hoffentlich ist ein Highlighter auch noch drin. Türchen Nummer 2 ist ein großes Türchen, da bin ich jetzt gespannt. Also tatsächlich, die Lotion muss man hier auch ein bisschen suchen. In Türchen Nummer 2 haben wir einmal Augenpatches. Richtig schöne goldene Augenpatches. Eyepatches, steht hier was drauf. Augenpads. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Ja, mehr steht da jetzt nicht drauf. Wäre halt wenigstens toll gewesen, wenn man sieht, was für Wirkstoff das da drin ist und was sie bringt. Aber an sich sehen sie sehr, sehr schön aus und ich hoffe, dass sie was bringen werden. Zumindest die Inhaltsstoffe stehen drauf, oder? Ja, Aqua, Glycerin, irgendein Powder. Da kann man zumindest rauslesen, falls man es nicht vertragen würde, weil sonst wäre es doof, wenn man da nicht nachgucken kann. Muss ja draufstehen. Dann die 3 ist auch wieder ganz ein komisches Türchen. So ist hier unten breit und geht dann oben zusammen und macht nochmal so ein bisschen Knick. Keine Ahnung. Hier haben wir drin. Ah ja, okay. Das natürlich einmal eine Wimpernzange. Das ist was ich jetzt nicht brauche, weil da habe ich auf jeden Fall genug. Wird in die Verlosung wandern, aber das ist auf jeden Fall eine, fühlt sich jetzt nicht total günstig an. Also es ist schon eine hochwertigere Wimpernzange. Da hatte ich auf jeden Fall welche, die sich weniger wertig angefühlt haben. Ja. Ich habe auch welche, die sich mehr, also wertiger angefühlt haben, aber ich finde, die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, die fühlt sich auf jeden Fall wertig an. Sehr schön. Da wird sich dann hoffentlich jemand anderes während dem Advent drüber freuen. Wie gesagt, ich habe leider schon viel genug, deswegen wird es weiter wandern an jemanden, der vielleicht auch keine hat und der unbedingt eine ausprobieren möchte, eine benutzen will. Die 4. Das, glaube ich, ist ein Nagellack. Also das hat einen Umriss vom Nagellack. Es ist natürlich cool, weil irgendwie kann man gucken, beziehungsweise kann man schon vorher vermuten, was da so drin ist. Aber es ist halt auch mega kompliziert irgendwie aufzubringen. Wir haben hier drin, ja, natürlich muss es klassisch rot sein. Und die Sachen gehen halt echt schlecht raus.
Passt natürlich zu Weihnachten. Ich bin jetzt nicht so der rote Nagellack-Fan, deswegen wird es auf jeden Fall weiter wandern, aber an sich natürlich toll. Douglas Nail Polish The Red Perfecto Up to 6 Days in der Farbe 275. Ich habe tatsächlich noch keinen Nagellack von Douglas ausprobiert. Muss ich unbedingt mal machen. Keine Ahnung, wie die sind. Vielleicht werde ich den mal zu Weihnachten drauf tun. Wenn wir unsere Weihnachtsfeier haben, so ein schönes Rot, ist doch sicher toll. Die 5 hat auch wieder eine dreieckige Form. Das könnte jetzt so ein Schwämmchen sein. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das letztes Jahr nicht auch drin hatten. Ich verwende sowas nicht, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Also das wird auch weiter wandern in die Verlosung, aber an sich ist das eine schöne Idee. Da ist mir zum Beispiel ein Pinsel lieber. Ich verwende keine Schwämmchen, sondern eher Pinsel, deswegen ich persönlich halt. Es kann ja sein, dass bei euch das anders ist. So, 6. Hoffentlich hier ist hier was Tolles drin. Es sieht aus wie eine Tube von außen. Und hier haben wir nicht schön zu öffnen. So schön wie er aussieht, der Adventskalender. Das Öffnen nervt mich ein bisschen. So, wie kriege ich dich jetzt raus? Wir haben hier einmal von Douglas The Botanist Blend Nummer 450 Hand Cream. Rosemary and Sage. Der Duft hört sich aber schon toll an. Sieht einmal so aus. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und die kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, die werde ich mal behalten. Ist auch eine richtig schöne Gräse mit 75 Milliliter. Also kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und ist eine schöne 6, muss ich sagen. Für die Größe ist auf jeden Fall eine schöne 6. Die 7 ist was Rundes. Könnte jetzt irgendein Puder sein. Wir haben... tatsächlich ein Puder. Und das finde ich cool, weil wir hatten auch schon gepresste Puder drin. Dieses Mal ist es so ein loses Puder. Face Loose Powder Universal ist es einmal. Machen wir auch auf. So sieht das Ganze aus. Ja, bin ich sehr gespannt. Da hatten wir bis jetzt noch nicht drin. Das ist mir neu. Sehr, sehr schön. Dann die 8. Die 8 ist hier und hier haben wir, ja, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber das ist irgendwie jedes Jahr auch vertreten. Und zwar haben wir hier, die lasse ich jetzt auch drin, ich glaube, ihr seht es so einigermaßen, ich fotografiere es euch auch. Die ist aber sehr, sehr gut reingesteckt, muss ich jetzt mal sagen. Wenn man es noch ein bisschen aufmacht, ja, dann geht es, glaube ich. Habe sie doch rausgeraucht. Einmal eine Nagelfeile. Wisst ihr, ist nicht meins, aber passt natürlich rein, zusammen mit dem Nagellack, kann man auf jeden Fall sagen, passt. Ist halt nur nicht meins. Die 9, die hatte ich doch auch schon. Hier unten was Rechteckiges. Huch, gleich das ganze Türchen eingedrückt. Wir haben hier, was ist das? Einmal ein Douglas Shower Gel. Was ist das für ein Geruch? Ist cool, weil das so ein Aufdrückdingens ist. Aber ich rieche jetzt tatsächlich nicht viel. Ich will jetzt aber auch nicht alles rausschütten. Ich mache es mal so auf. Ist geschlossen. Okay, dann werde ich es aber auch zulassen. Weil es wird sonst ja schlecht nach 12 Monaten. Ich weiß nicht, wie schnell ich es aufbrauche. Wäre halt cool, wenn man wüsste, nach was es riecht. Aber da steht jetzt tatsächlich kein Geruch da. Das ist irgendwie ein bisschen doof. DE. Ja, da steht bloß wieder nicht geeignet für Kinder. Das finde ich doof. Warum schreiben die keinen Duft drauf? Also ich weiß jetzt nicht, ob das derselbe Duft wie der andere ist, den wir ja schon hatten. Ist halt doof, weil so wüsste ich, okay, ist vielleicht mein Duft, ist nicht mein Duft, kann ich weitergeben. Die 10, die ist hier. Also Leute, es macht mir auf jeden Fall keine Freude, den zu öffnen. Ich muss es leider sagen. Es macht mir keine Freude. Das ist echt ein bisschen kompliziert hier. Da habe ich wieder 2 Türchen. Wir haben hier einmal, was ist das? Eyeshadow Stick. Den probiere ich aus. Hätte ein bisschen besser deckend sein können. Der ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich nur so ein Goldglitzer. So ein Topcoat, würde ich jetzt sagen. So ein richtiger einzelner Shadow ist es nicht. Hätten sie ein bisschen mehr Wumms reinmachen können, aber an sich ist er total schön. Als Topper irgendwo drauf. Gefällt er mir. Sehr, sehr schön. Die Make-up-Sachen mag ich ein bisschen lieber, das merkt ihr schon. Ich bin halt einfach eine kleine Make-up-Maus. Die 11, die ist hier. Könnte jetzt eine Palette sein. Hat auf jeden Fall eine viereckige Größe. Nein! Die finde ich aber auch gut, Leute. Die finde ich richtig, richtig gut. Und zwar sind es so Haarklammern. So Haarklammern, wo man seine Haare auf die Seite tun kann. Das finde ich richtig, richtig toll. Und ich finde, die sehen auch schön aus, Leute. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Solche wollte meine Mama auch haben. Also nein, die wollte die größere, glaube ich, haben, wenn ich mich nicht alles täusche. Die werde ich, glaube ich, sowieso selber behalten. Die sind schön. Sehr cool. Die 12, die ist hier, was Rechteckiges. Und hier haben wir ein Duschgel wieder. Ich hoffe, dieses Mal mit Duft, wenn ich es denn rausbekomme. Wir haben hier die Body Lotion, aber wir wissen immer noch nicht, welchen Duft. Ist wahrscheinlich auch ja, werde ich auch zulassen. Ich gucke da auf jeden Fall nach, was das für ein Duft ist. Vielleicht steht es auch hinten drauf, da gucken wir danach. Finde ich doof, wenn da kein Duft drauf steht. War letztes Jahr irgendwie besser. Die 13, die ist hier etwas ovales, hätte ich jetzt gesagt.
Und zwar haben wir hier, ein Scrunchie. Der ist auch gefühlt jedes Jahr drin. Ich finde aber, der fühlt sich hochwertig an. Letztes Jahr war er weniger hochwertig, habe ich das Gefühl. Da war doch so ein Rosaner drin, mit so, der wo eher so Plastikfarben war. Das ist jetzt ein schöner Samtner. Finde ich vor allem für Weihnachten sehr schön. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Den finde ich toll. Den finde ich wirklich toll. Und Scrunchie konnte ich wirklich immer brauchen. Weil ich verwende die dann so lange, bis die schon halb zerfallen und bis ich sie wegschmeißen muss. Und dann brauche ich schnell einen neuen. Und wenn ich dann keinen habe, ist doof. Die 14 ist eine Tube, glaube ich. So, wie gehst du auf? Wir haben hier einen Lipbalm. So, jetzt musste ich schnell den Akku der Kamera wechseln. Wir haben hier einmal einen Lippenbalsam. Ich weiß halt nicht, ob der eine Farbe hat. Ja, der hat tatsächlich eine Farbe. So ein bisschen. Ja, nicht wirklich. Es ist halt ein Lipgloss eher. Also für mich ist es hier jetzt eher ein Lipgloss statt ein Lipbalm. Sieht interessant aus. Ist halt eine Nude-Farbe. Wäre mir recht gewesen, wenn es so ein bisschen rötlich gewesen wäre. Ich verwende auch gerade den vom Stylevana Adventskalender letztes Jahr. Da war so ein roter Lipbalm drin und den liebe ich. Also wäre schon cool gewesen, wenn hier ein bisschen rot drin gewesen wäre, würde man auch meinen, dadurch, dass die rote Verpackung dran ist. Aber trotzdem werde ich verwenden. Ist cool. Kommt auf jeden Fall an meine Arbeitstasche dran. So, die 15, die ist hier oben. Was längliches, komisches, das könnte jetzt ein Pinsel sein oder so. So, wo gehst du auf? Hatte recht, es ist ein Pinsel. Jetzt muss ich ihn bloß noch rausbekommen. Tut echt weh, Leute. Ja, wir haben hier einen Pinsel drin und zwar, hätte ich jetzt gesagt, ein Highlighter-Pinsel. Richtig flauschig. Wusste ich gar nicht, dass die so flauschige Pinsel haben. Sieht auch richtig schön an. Angled, also 122 Angled Blusher Brush. Passt natürlich, weil den Blush hatten wir ja schon drin von Douglas. Der ist richtig schön, auch mit diesem Holzhandstück finde ich den richtig, richtig toll. Der gefällt mir. Doch, muss ich sagen, denn der ist richtig, richtig schön. Dann die 16. Die ist auch wieder gut versteckt. Gibt halt auch echt viele sehr kleine Türchen. Hier ist nämlich ein sehr kleines Türchen. Zehn Stunden später und wie kriege ich das jetzt raus? Da ist nicht mal eine Einfassung, dass ich den irgendwie rausbekomme. Ist das beschissen? Ich habe auch nichts zum Raustun hier. Da passt nichts rein, weil das so dünn ist. Ich krieg die Krise. Ich lasse den jetzt drin, Leute, weil sonst, glaube ich, werde ich echt böse. Hier ist echt nichts zum Reinfassen, dass man den schön rausbekommt. Ich kriege die Krise, Leute. Es ist ein Kajal. Also ich denke, es ist ein Kajal. Ich kann es nicht zu 100% sagen. Ich kann ihn leider auch nicht drehen, obwohl, wartet. Intense Kohl Pencil. Ja, es ist ein Kajal und ich lasse den jetzt drin. Es ist ein ganz normaler schwarzer Kajal. Verpackung hätten sie auf jeden Fall besser machen können. Die 17, die ist hier. Hier haben wir eine Tube und zwar noch was für die Haare, finde ich toll. Und zwar haben wir einmal von Douglas das Salon Hair Hydrate and Refresh Shampoo for Normal to Dry Skin. Genau, ein Hydrating Shampoo, also feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Riecht man jetzt auch so nicht viel raus. Einmal ein Shampoo, steht jetzt auch nicht da, welcher Duft es ist. Wäre halt toll, wenn es da stehen würde, aber das habe ich euch ja schon gesagt. Die 18, die hatte ich auch schon. Wieder so ein kleiner Stift, ich kriege die Krise. Hoffentlich geht es besser raus als der Kajal. Wir werden es gleich sehen. Das ist eine Pinzette auf jeden Fall. Aber auch die, ja, ich habe sie im Gummi zu fassen bekommen. Wir haben einmal eine Pinzette eben zum Auszupfen und auf der anderen Seite einen Kamm da. Ich meine, dass wir letztes Jahr auch so einen drin hatten. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber ich finde, sowas kann man immer brauchen. Das ist toll. Ich muss immer meine Wimpern durchkämmen und verwende gerade die Bürste dazu. Wäre auch mal cool, da was anderes zu haben, weil die Bürste natürlich irgendwann sehr, sehr ausgeleiert ist, beziehungsweise sehr, sehr fertig ist. Und da wäre es schön, was anderes zu haben. Werde ich auf jeden Fall probieren. Die 19. Wenn das jetzt wieder was Kleines ist, dann kriege ich die Krise. Wo ist die 19? Das ist wieder ein Stift. Oh Leute, die 19 ist hier. Mal gucken, ob wir den besser rausbekommen. Wir werden es gleich sehen. Und es ist wieder so blöd drin. Ach, Leute, vielleicht kriege ich den raus. Rausbekommen, hat aber wehgetan. Und zwar haben wir einmal von Douglas den Lip Liner drin, ist eben ein ganz normaler nudefarbener Lip Liner. Da muss ich gucken, ob der letztes Jahr auch drin war. Ich weiß, wir hatten Lip Liner, wenn es dasselbe ist. Dann werde ich den natürlich nicht anpacken. Die S1521 ist das, genau. Wie gesagt, ein richtig schönes Nudefarben. Sehr, sehr schön und Gott sei Dank habe ich den rausbekommen. Die 20. Die ist hier was Halbrundes. Und zwar haben wir hier einen Kamm drin. Weiß ich nicht, für was man den jetzt verwenden soll. Der ist schon sehr, sehr kurz.
Ja, geht schon, aber ich mag auch keine Kämme. Der ist vielleicht was für unterwegs. Vielleicht so in die Tasche rein, wenn man jetzt eine kleine Tasche dabei hat, seine Haare kurz richten will. Da passt der ganz gut rein, sonst würde ich den nicht verwenden. Ich habe aber so eine kleine Bürste, die man eben noch innen und außen drücken kann, so eine runde. Das wird natürlich ein bisschen weniger Platz wegnehmen und wäre jetzt für meine jetzige Tasche was. Meine jetzige Tasche, die ist ungefähr so, die ist voll, wenn ich mein Handy und mein Geldbeutel drin habe und da passt die runde Bürste auf jeden Fall nicht mehr rein. Da wird jetzt das reinpassen. Also für unterwegs ja, für zu Hause ist mir die zu klein. Aber sie sieht sehr schön aus, das muss man schon sagen. Die 21 könnte jetzt ein Eyeshadow sein oder ein Highlighter, der wird auch noch fehlen. Ich glaube, das ist ein Eyeshadow. Sieht zumindest so aus, ist ein schönes nudefarbenes Braun, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Natürlich, es wäre was Auffälligeres, schöner gewesen, aber wenn ich jetzt den verwende und den goldenen als Topcoat, kann ich mir schon gut vorstellen. Matte Eyeshadow in der 3 Toffee Twist. Mir gefällt er auf jeden Fall. Und ich finde, so Töne kann man auf jeden Fall immer zur Grundierung, für die Lidfalte kann man den immer brauchen. Deswegen, nö, mir gefällt er. Natürlich ich bin immer Glitzer, Glamour, natürlich wäre mir ein glitzeriger lieber gewesen, aber ich finde, mit dem Glitzerstift passt das ganz gut zusammen und hat man wenigstens zwei Varianten. Einmal was Mattes für die Augen und einmal was Glitzeriges für die Augen. Die 22, die ist hier, ist was Rechteckiges, größeres Gott sei Dank, keine Stiftform. Und hier haben wir, glaube ich, nochmal Duschgel oder so drin. So, wo kriege ich dich jetzt raus? Hier unten. Wir haben hier einmal von Douglas Naturals Organic Cornflower und Aloe Vera Removes Make-up and Soothes Cleansing Micellenwasser. Verstehe nicht, hier steht es drauf. Hier steht es drauf, was hier drin ist und nach was es riecht, warum es bei dem anderen nicht drauf steht. Aber finde ich cool, sind 30 Milliliter, werde ich sehr, sehr gerne verwenden. Micellenwasser kann man immer brauchen. Die 23, die ist gleich drüber. Ich bin echt gespannt, was wir in der 24 haben. Ich vermute mal, also es hat die Größe einer Mascara. Gucken wir mal, ob es eine Mascara ist. Wir haben hier einen Lippenstift. Ich hoffe, das ist ein Lippenstift, der auch zum Lip Liner passt. Lipstick Rosy Flirt. Hört sich schon mal gut an. Die Verpackung, die sieht mega schön aus. Erinnert so ein bisschen an Charlotte Tilbury. Und einmal der Lippenstift. Ja, passenderweise zum Lip Liner. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Der gefällt mir, der ist richtig schön. Sehr cool. Hätte jetzt auch in der 24 sein können, gebe ich jetzt ehrlich zu. Der gefällt mir richtig, richtig gut. So, und jetzt die 24. In der 24 haben wir etwas, das auch nicht rauskommen will. Ach Leute, ich kriege heute noch die Krise mit dem Kalender. Jetzt muss ich es bloß noch rausbekommen. Langsam in Schwitzen, weil ich so kämpfen muss mit dem Adventskalender. Wir haben hier einmal Lash It Up 12 Stunden High Definition and Extra Length Mascara in der Farbe. Hat das eine Farbe? Also steht zumindest keine drauf, deswegen S071. Keine Ahnung, was das für eine Farbe hat. Ich will das jetzt aber auch noch nicht öffnen. Einmal eine Mascara. Die sieht aber cool aus wie die von letzten Jahr. Die hat eine coolere Verpackung mit dem Mirror, gefällt mir sehr gut. Ja, und das war tatsächlich alles, was hier drin war. Was sage ich dazu? Also erstmal das Design finde ich schön. Die Aufmachung der Verpackung grauenvoll. Da muss ich jetzt ehrlich sein, richtig grauenvoll. Ich habe echt kämpfen müssen mit dem Adventskalender und der hätte mich echt genervt. Also wenn der so jetzt da gestanden wäre, dann hätte er mich genervt. Verstehe ich nicht mit dem Türchen. Da mache ich ihn halt ein bisschen größer und mache dafür größere Löcher, dass man da reinkommt auch richtig. So ist es halt echt doof, wenn man sich ärgern muss beim Auspacken. Sonst im Großen und Ganzen, wir haben eine Mischung aus pflegender Kosmetik, aus Tools und aus dekorativer Kosmetik. Ich hätte mir schon noch eine kleine Palette reingewünscht, lieber ein Eyeshadow weniger und eine schöne Palette rein. Wir haben aber so was für Körper, für Haare, für Lippen, für Augen, für die Hände sogar. Also im Endeffekt ist alles abgedeckt. Sogar eine Maske haben wir drin. Wie gesagt, was mich noch stört, ist, dass wir eben keine Duftrichtungen drauf haben, auch nicht auf den Duschgels, weil so könnte man sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Duft, das mache ich erst gar nicht auf, sondern gebe es gleich weiter. Und so kann man das eben nicht. Ich bin gespannt, wie es beim Spa-Adventskalender ist. Den habe ich nämlich auch noch hier, der kommt morgen online. Ob es da genauso ist, ich hoffe nicht. Alles in allem, es ist von der Verpackung her leider beide Daumen nach oben. Ja, einen nach unten, einen zur Seite. Einen zur Seite, weil es ja trotzdem an sich hübsch aussieht, aber einen nach unten, weil es mega unpraktisch ist. Und vom Inhalt an sich her gibt es von mir auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Sind alles Sachen, die man auf jeden Fall brauchen kann. Und dann würde ich sagen, was mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Was sagt ihr zum Adventskalender? Würde mich mega interessieren. Natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Unten auf dem Abonnieren-Button. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, abonnieren, damit ihr nicht den Luxuskalender verpasst, weil der kommt ja auch noch. Bis dann. Tschüss.